ein dreckiges Auto, eine nichtssagende Kiesfläche und dahinter ein ebenso spektakulärer River irgendwo. Das kann nur eins sein, ein weiteres total crazy Video aus dem Wilden Westen von mir hier für euch da. Und beziehungsweise eigentlich müsste ich sagen, nicht Wilder Westen, sondern Wilder Norden. Ja, ich sage Hallo aus Inuvik, Northwest Territories, Kanada. Ja, Kanada, das Land ist ja letztes Mal so ein bisschen nur am Rande erwähnt worden, weil ich war ja in Alaska offiziell, in Hyder, Alaska, was an der Grenze zu Kanada natürlich liegt, wie ganz Alaska, wie wir alle wissen. Und ja, jetzt richtig Kanada und deshalb muss ich natürlich noch ein paar Takte verlieren zu Kanada. Ja, Kanada ist riesengroß, wer es nicht wusste, zweitgrößtes Land der Erde. Und ich habe das auch schon ein bisschen unterschätzt, das hatte ich ja letztes Mal schon anklingen lassen. Wir haben ja was vorbereitet. Ja, diesmal Karte von Kanada, hier unten sind die USA, da oben ist Kanada, alles Kanada. Und wir sind jetzt hier hochgefahren, ja, also wir ist immer ich und der Bus und auch hier der Thomas noch. Hatte ich ja letztes Mal schon vorgestellt, der ist auch noch da, aber der liegt jetzt schon in der Koje und pennt, denn es ist schon sehr spät, aber dazu später mehr. Jedenfalls sind wir hier hochgefahren und sind jetzt ganz da oben, ganz hier oben in Inuvik, ja, ganz hier oben am Mackenzie River und damit wirklich die nördlichste Stadt Kanadas, die man auf einer Straße erreichen kann. Wir können hier mal alles abgrasen, hier ist nichts mehr mit Straße, nichts mehr. Da gibt es also nichts. Da gibt es nichts. Ja. Und jetzt sind wir jetzt schön hochgeblockert. Und warum mache ich dieses Video jetzt hier so ein bisschen im schummerigen Licht? Ja, müsst ihr entschuldigen. Ja, aber ich hatte letztes Mal habe ich wieder gelogen, habe ich wieder dick angelogen, habe behauptet, die Mitternachtssonne wäre schon untergegangen und das stimmte zum Glück nicht, denn sie steht noch nicht hoch, aber sie steht noch am Himmel. Sie geht erst so in 10 Minuten unter ungefähr. Und was vorbei ist, ist der Polartag, nämlich dass die Sonne gar nicht untergehen würde, aber sie geht schon unter, aber halt erst in 10 Minuten. Und der Beweis, dass es auch wirklich so spät ist, seht ihr hier auf der Uhr, die ich natürlich nicht manipuliert habe zu diesem Zwecke, auf meine Ehrlichkeit, ist natürlich Verlass. Ja, ansonsten gewinnt hier noch den großen Panamericana Sonderpreis, derjenige, der erraten kann, wo dieses Auto zugelassen ist, beziehungsweise die Experten unter euch werden erkennen, wo dieses Auto zugelassen war. Er ist ein bisschen schmuddelig. Ne? Unsere beiden Autos sind so ein bisschen schmuddelig, hier vom Thomas auch. Das liegt daran, dass Inuvik am Nordende des Dempster Highway liegt. Ja, eine sehr einsame, spektakuläre, nicht asphaltierte, 750 Kilometer lange Sackgasse. Und die sind wir jetzt hochgeblockert die letzten 7 Tage. Das war auch echt schön. Also die Straße ließ sich auch gut fahren, war ganz überrascht. Also für eine Schotter- oder Erdstraße echt nicht schlecht. Ja, da können sich die Kollegen in Chile und Argentinien mal eine dicke Scheibe von abschneiden. Ja, so geht Piste bauen. Ja. Und ja, ist wieder hochgefahren. Und hinten geht auch schön der Mond gerade auf. Ne? Ein riesen Lümmel, aber sieht man natürlich auf dem Weitwinkel nicht so richtig. Ne? Ja, und jetzt sind wir hier schön hochgeblockert und jetzt kann man hier oben, was kann man hier machen? Nix. Ne? Also man könnte jetzt hier noch zum Arktischen Ozean, der liegt da hinten 150 Kilometer ungefähr, ist die Mündung dieses Mackenzie Rivers hier, übrigens das drittgrößte Flussdelta der Erde. Und so viel zum Wikipedia-Teil dieses Videoberichts. Also 150 Kilometer noch ungefähr bis zum Arktischen Ozean oder bis zur Beaufort-See. Aber kommt man leider nicht hin, weil es gibt keine Straße. Ja, und hier auf diesem Flussarm vom Mackenzie River verläuft im Winter üblicherweise die berühmte Ice Road, wo sie dann also quasi eine Eispiste auf dem oder eine Straße auf dem Eis schieben und dann kann man da easy peasy drüber wegbloggern. Aber diese Zeit ist jetzt auch vorbei. Dummerweise komme ich aber noch zu früh, ein paar Wochen zur Eröffnung der All-Weather Road. Also sie haben eine feste, ganz normale Straße halt gebaut. Und die wird aber erst am 15. November eingeweiht. Ja, das ist jetzt natürlich so ein bisschen dusselig, weil ich wäre jetzt wirklich super gerne gefahren, hätte wirklich super gerne meinen Fuß mal in den Arktischen Ozean gesteckt, aber geht leider nicht. Ja, jetzt gibt es zwei Straßen, zu einem Überfluss ist die Straße zwar fertig, aber man darf sie noch nicht fahren, weil fehlt noch irgendeine Deckschicht oder so. Ja. Na gut, jetzt müssen wir mal gucken, wir beide wollen morgen noch mal schauen, hier Thomas nicht, ob wir da irgendwie hochtuckern können, ob wir da irgendwie einen Kapitän anheuern können oder sowas. Ja. Ansonsten, man kann natürlich fliegen. Fliegen ist so die gängigste Art. Ne? $450 hin und zurück ist die günstigste Art und Weise, da hinzukommen. Überhaupt sind die Preise hier oben total verrückt. Also es ist wirklich krass. Ne? Also Sprit ist der teuerste überhaupt, ich glaube in ganz Kanada. Aber für unsere Verhältnisse jetzt immer noch recht günstig. So also €1 der Liter. Aber für kanadische Verhältnisse ist das schon relativ teuer. Ja, genau, im Supermarkt auch mal ein bisschen geguckt. Ne? Also dafür geht es hier eigentlich relativ schnell. Und da oben in Taktoyaktuk, das wäre dann oben an der Mündung in den Arktischen Ozean. Da ist es dann natürlich noch teurer. Und das muss man natürlich gesehen haben. Ja, nein, Quatsch, aber ich würde schon gerne den Arktischen Ozean sehen, zumal dieser Punkt hier, dieser Ort ja irgendwie auch ein denkwürdiger Moment ist, weil damit quasi Panamericana
check, ein Haken dran kann. Ja, das waren jetzt alle Länder der Americas quasi. Mit Kanada ist auch das letzte Land dann unter den Walzen dieses schönen Busses hindurch geglitten, kann man sagen. Und das ist schon mal schön, weil wenn man unten in Argentinien oder in Chile anfängt, da also starten viele mit dem Ziel, schreiben sich viele Alaska auf die Fahne, ja, aber am Ende dünnt das Feld dann doch sehr aus nach hier oben hin, ja, muss man schon sagen. Von daher bin ich natürlich ganz happy, dass das bei mir alles so gut geklappt hat. Aber ja, ein paar Takte zu Kanada vielleicht noch. Kanada ist halt riesengroß, ne? Das weiß man ja, drittgrößtes Land der Erde. Und es heißt vor allen Dingen deshalb Kanada, weil es ja nicht, wie man vielleicht meinen könnte, die Spanier entdeckt haben, die Franzosen, die Engländer oder die Wikinger, ne? Sondern es waren die Bayern. Und die sind hierher gekommen, aber die haben ja keinen Verwendungszweck für gehabt. Da haben wir gesagt, ist ja Kanada, ist Kanada, und dann sind sie halt wieder weg. Ja, und das ist aber das Land jetzt Kanada. Und es ist so lustig, dass sie den Namen behalten haben. Und ja, und jetzt ist das Land immer noch riesenleer und so. Also hier gibt es Platz ohne Ende. Und wir sind die letzten Tage echt durch die Einsamkeit gefahren. 7 Tage lang. Da siehst du mal einen Bär oder mal einen Biber oder so. Ne? Aber das war es dann auch. Ja. Also fürs Auto halt natürlich eine kleine Tortur und so. Aber es ging eigentlich noch. Straße war wie gesagt ganz gut. Ja. Und ja, dieser Punkt ist dann damit quasi jetzt nur der Gegenpunkt zu Ushuaia, wo ich ja angefangen habe. Und nicht angefangen habe, aber was der Südpunkt Südamerikas für mich war. Ja, das war vor 85.000 Kilometern, vor knapp 4 Jahren ungefähr. Ihr erinnert euch, die südlichste Stadt der Welt. Ja, und jetzt sind wir hier, Nordende. Der Ort an und für sich auch nicht hammerspektakulär. Also die Stadt sehr funktional. Man sieht jetzt hier nur so die Klötze und so. Das Einzige, was ein bisschen auffällt, ist, dass es halt, dass sie beheizte Wasserrohre haben und Abwasserrohre und so weiter. Weil hier ist der Permafrost, wo man jetzt hier so ein bisschen buddelt, dann ist angeblich so in 20, 30 Zentimetern alles Eis. Alles gefroren. Und deshalb ist das mit dem Straßenbau auch so ein bisschen schwierig, mit dem Hausbau. Die stehen alle auf Pflöcken, alle auf Pfählen und so weiter. Ne? Und das ist also alles ein bisschen, ja, so ein bisschen eigen hier, und deshalb sind die Bäume auch nicht wirklich hoch. Ne? Also hier ist wahrscheinlich aufgeschüttet, deshalb stehen die Bäume so hoch. Aber drüben sieht man, die sind alle mehr so mannhoch oder Männchen hoch. Und ja, also wächst nicht allzu viel. Ne? Aber im Prinzip schon sehr interessant, auch ein anderes Völkergemisch. Ne? Hier leben ja die Inuit, also die man früher Eskimos nannte. Ja, und ja, aber war bis jetzt ein bisschen schwierig, so mit denen in Kontakt zu kommen, muss ich sagen. Aber so gut haben wir den Thomas, ne? Thomas aus Rostock, ne? Hier, wer es nicht kennt, hier ist Skyler von Rostock. Und ja. Ja genau, da haben wir uns jetzt hier schön ein bisschen rumgetrieben. Und wenn ihr euch fragt, warum habe ich noch so eine stylische Frisur, warum habe ich so fülliges Haar, das liegt daran, dass ich ein wenig Kühlwasser aufgetragen habe, denn ein Wasserschlauch ist unten eingerissen und der muss morgen dicht gemacht werden. Ich hoffe, das kriegen die hier hin, aber sollte eigentlich klappen. Ja, ja, würde ich mal sagen, damit lassen wir es erstmal bewenden. Ich hoffe, ihr stoßt noch an auf mich, ja, vielleicht mit einem Walburger oder sowas. Ja, hip hip, dass ich es geschafft habe, hip hip. Auf diesem Bus, nördlichster Punkt Kanadas, was will man mehr? Ab hier geht es runter, zwangsläufig, wohin auch sonst, rauf geht es ja nicht mehr, runter Richtung Alaska. Und ja, da werde ich da noch einen kleinen Loop fahren. Wahrscheinlich sehen wir uns dann wieder aus Alaska. Ja. Bis dahin, schöne Grüße aus Inuvik. See you later.